Es gibt Orte auf dieser Welt, die schweigen. Und gerade durch dieses Schweigen lauter sprechen als jedes Geschichtsbuch. 7 Bauwerke, verstreut über verschiedene Kontinente und Jahrtausende, verbindet eine einzige, beunruhigende Eigenschaft. Je intensiver wir sie erforschen, desto weniger verstehen wir, wie sie überhaupt entstehen konnten. Unter ihnen befindet sich eine Stadt, die mitten im Ozean errichtet wurde. Eine Festung, die sich 18 Stockwerke tief in die Erde gräbt. Ein Straßennetz, das selbst das mächtige Rom in den Schatten stellt. Jedes dieser Bauwerke erschüttert für sich genommen unser gewohntes Bild der Vergangenheit. Zusammen aber formen sie eine Frage, auf die die Wissenschaft bis heute keine bequeme Antwort gefunden hat. Was wissen wir wirklich über die Menschen, die vor uns auf dieser Erde lebten? Nan Madol, die Stadt aus schwarzem Stein. Mitten im Pazifischen Ozean, auf der winzigen Insel Pohnpei, steht eine Stadt, die die Einheimischen nach Einbruch der Dunkelheit konsequent meiden. Nan Madol wirkt wie ein Ort, den jemand nach dem Vorbild Venedigs gebaut hat. Allerdings aus schwarzem Stein, Tausende von Kilometern vom nächsten Kontinent entfernt, inmitten eines Ozeans, der jeden Fehler gnadenlos bestraft. 92 künstliche Inseln, durch ein ausgedehntes Kanalsystem miteinander verbunden, wurden aus Basaltsäulen zusammengesetzt, die zwischen 5 und 50 Tonnen wiegen. Das gesamte Gewicht des verbauten Steins beläuft sich auf schätzungsweise 750.000 Tonnen. Eine Menge, die in ihrer Dimension mit dem Material der großen Pyramide von Gizeh vergleichbar ist. Doch der Vergleich offenbart das eigentliche Rätsel. Die große Pyramide wurde von einem der mächtigsten Reiche der Antike errichtet, dem alten Ägypten mit seiner Millionenbevölkerung, seiner hochentwickelten Verwaltung und seiner florierenden Wirtschaft. Auf Pohnpei lebten zur gleichen Zeit bestenfalls 25.000 Menschen. Ohne Metallwerkzeuge, ohne das Rad, ohne Zugtiere. Die Mauern von Nan Madol ragen 8 Meter über die Wasseroberfläche empor und trotzen seit über 1000 Jahren tropischen Stürmen, Salzwasser und der unbarmherzigen Hitze des Pazifiks. Der nächste Steinbruch, aus dem der Basalt stammen könnte, liegt auf der gegenüberliegenden Seite der Insel, jenseits von Bergketten und undurchdringlichem Dschungel, der auch heute noch kaum passierbar ist. Die Legenden der Bevölkerung Pohnpeis bieten eine einfache Erklärung. Die Stadt wurde von 2 Brüdern erbaut, den Zauberern Olosopa und Olosipa, die von jenseits des Meeres gekommen waren. Sie setzten sich ans Ufer, spielten auf magischen Instrumenten, und die 50 Tonnen schweren Felsbrocken erhoben sich von selbst in die Luft, schwebten über das Wasser und fügten sich zu Wänden zusammen. Archäologen glauben natürlich nicht an Levitation, aber selbst sie geben zu, dass die Logistik dieses Bauprojekts sich keiner einfachen Erklärung fügt. Experimente haben gezeigt, dass die Inselbewohner die Säulen wahrscheinlich unter Bambusflossen befestigt und auf dem Wasserweg transportiert haben. Der Aufstieg der Steine auf die Höhe der Mauern könnte durch die Methode der geneigten Ebene bewerkstelligt worden sein, Schicht für Schicht, mit Hilfe von Palmstämmen als Hebel, in einer Geduld, die uns heute kaum noch vorstellbar ist. Das Fesselndste an Nan Madol ist jedoch nicht das Wie, sondern das Warum. Nan Madol war weder Tempel noch Festung. Es war ein luxuriöses Gefängnis für die Elite. Die Saudeleur-Dynastie befahl allen Stammeshäuptlingen der Insel, auf die künstlichen Inseln umzuziehen. Dort gab es weder Süßwasser noch fruchtbare Erde für den Anbau von Nahrungsmitteln. Jeden Schluck Wasser musste man mit Booten vom Festland herbeischaffen, und diese Boote kontrollierte der Herrscher. Wer an Aufstand dachte, dem wurden schlicht keine Vorräte mehr geliefert. Der Aufstand endete, bevor er begann. Architektur als Waffe der Kontrolle. Dieses Prinzip haben die Saudeleur Tausende von Jahren verstanden, bevor europäische Philosophen es in Worte fassten.
Schreib in die Kommentare, aus welchem Land du kommst. Ich bin sehr gespannt, woher uns die Menschen zusehen. Im Jahr 1907 ließ der deutsche Kolonialbeamte Viktor Berg eines der Grabmäler im Herzen der Stadt öffnen. Im Inneren fanden sich Knochen von ungewöhnlich großen Menschen. Am nächsten Morgen starb Berg unter grauenhaften Umständen. Die Ärzte konnten keine Todesursache feststellen. Die Einheimischen sagen bis heute, er habe den Schlaf der alten Könige gestört. Nan Madol ist vielleicht der einzige Ort der Welt, an dem die Warnung kein Zutritt nach Sonnenuntergang nicht wie ein Aberglaube klingt, sondern wie eine Sicherheitsvorschrift. Great Zimbabwe. Die Wahrheit, die man nicht sehen wollte. Wir reisen ans andere Ende der Welt, nach Südafrika, zu einem Bauwerk, das europäische Gelehrte ein ganzes Jahrhundert lang nicht als afrikanisch anerkennen wollten. Great Zimbabwe beeindruckt nicht durch die bloße Größe seiner Steine, sondern durch die schwindelerregende Präzision der Arbeit. Die Mauern, die bis zu 11 Meter in die Höhe ragen, sind aus Granitblöcken zusammengefügt, ohne einen einzigen Tropfen Mörtel. Die Passgenauigkeit ist so außergewöhnlich, dass es unmöglich ist, eine Messerklinge zwischen die Steine zu schieben, und das, obwohl die Erbauer weder Baupläne noch das Rad noch eine Schriftsprache besaßen. Als der deutsche Geologe Karl Mauch im Jahr 1871 auf diese Ruinen stieß, weigerte er sich schlicht, seinen Augen zu trauen. Er erklärte kurzerhand, es müsse sich um den Palast der Königin von Saba handeln, denn Afrikaner, so seine feste Überzeugung, seien zu solchen Leistungen nicht fähig gewesen. Die folgenden 100 Jahre suchte die Kolonialwissenschaft beharrlich nach jeder anderen Erklärung. Phönizier, Araber, verschollene römische Legionen, wer auch immer, nur nicht die einheimische Bevölkerung. Das britische Kolonialregime in Rhodesien verbot offiziell die Veröffentlichung von Studien, die Great Zimbabwe mit Afrikanern in Verbindung brachten. Archäologen, die auf der Wahrheit beharrten, wurden entlassen und ihnen wurde die Finanzierung entzogen. Die Lüge wurde mit staatlicher Macht aufrechterhalten. Die Wahrheit siegte erst nach der Unabhängigkeit im Jahr 1980. Der neue Staat übernahm den Namen der Ruinen als Landesname und verwandelte die Steine in ein Symbol nationalen Stolzes. Heute ist wissenschaftlich belegt, dass die Stadt zwischen dem 10. und 15. Jahrhundert von den Vorfahren des Volkes der Shona erbaut wurde. Sie war die Hauptstadt eines Handelsreiches, das den Gold- und Elfenbeinfluss bis zur Küste des Indischen Ozeans kontrollierte. Arabische Händler aus Kilwa und Sofala kannten diese Stadt lange vor den Europäern und beschrieben sie als das Zentrum des reichsten Königreiches der südlichen Welt. Bis zu 18.000 Menschen lebten innerhalb dieser Mauern, und die Große Mauer bleibt das größte antike Bauwerk in ganz Afrika südlich der Sahara. Die Handwerker nutzten eine faszinierende Eigenschaft des lokalen Granits. Wird er mit Feuer erhitzt und dann schlagartig mit Wasser abgekühlt, lässt er sich in gleichmäßige Platten spalten. Diese Technik der thermischen Steinspaltung erforderte weder Metallwerkzeuge noch komplizierte Maschinen, nur tiefes Wissen über den Stein, Geduld und Feuer. Great Zimbabwe hat eine unbequeme Wahrheit bewiesen. Die Geschichte Afrikas beginnt lange vor der Ankunft der Europäer und ohne deren Beteiligung. Wenn dir echte Geschichte wichtig ist, die hinter Mythen verborgen bleibt, dann abonniere diesen Kanal. Hier analysieren wir Fakten, anstatt Legenden nachzuerzählen. Thonis, Herakleion und Baiae. Die Städte unter dem Meer. Während manche Völker auf festem Boden bauten, lebten andere in Städten, die heute auf dem Meeresgrund liegen. Das Erstaunlichste daran: einige dieser Städte galten jahrhundertelang als reine Erfindung. Der altgriechische Historiker Herodot beschrieb den ägyptischen Hafenstadtstaat Herakleion als das Tor zum Land der Pharaonen, als pulsierende Metropole voller Händler, Götter und Gold.
Jahrhundertelang behandelten Wissenschaftler Herakleion wie eine weitere Atlantis. Eine schöne Fantasie für leichtgläubige Leser, nichts weiter als dichterische Freiheit. Im Jahr 2000 tauchte der französische Unterwasserarchäologe Franck Goddio in die trüben Gewässer der Bucht von Abukir vor der ägyptischen Küste. In nur 10 Metern Tiefe entdeckte er eine ganze Stadt, mit Tempeln, versunkenen Schiffen und gewaltigen Götterstatuen. Eine Stele aus schwarzem Granit bestätigte die Entdeckung. Dies war Thonis Herakleion, genau jene Stadt aus den Texten Herodots. Die Stadt versank vermutlich im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, wahrscheinlich infolge eines Erdbebens und der Verflüssigung des Bodens unter dem Gewicht der Gebäude. Unter Wasser blieben 64 Schiffe erhalten, 700 Anker und 5 Meter hohe Pharaonenstatuen, bedeckt von Schlick und Algen, die wie ein Schleier über der verlorenen Vergangenheit liegen. Am anderen Ende des Mittelmeers, vor der Küste Italiens, liegen die Ruinen von Baiae, dem exklusivsten Ferienort des Römischen Reiches. Hier erholten sich Caesar und Nero, hier standen Villen, die an Pracht alles übertrafen, was man sich vorstellen konnte. In den Unterwasserpalästen stehen bis heute Marmorsäulen und Mosaikböden, als ob die Gäste jeden Moment zurückkehren könnten. Baiae versank durch die vulkanische Aktivität der Phlegräischen Felder, desselben Supervulkans, der auch heute noch eine Bedrohung für Europa darstellt. Geologen nennen dieses Phänomen Brady-Seismus. Die Erdkruste senkt und hebt sich langsam über Jahrhunderte, als ob die Erde selbst atmet und nimmt dabei alles mit, was Menschen auf ihr gebaut haben. Die versunkenen Städte beweisen, dass antike Autoren reale Orte weitaus präziser beschrieben haben, als wir gewöhnlich annehmen. Wie viele weitere Städte aus alten Texten warten noch auf ihren Taucher, am Grund von Meeren, die wir kaum erforscht haben. Hast du dir jemals überlegt, was der Grund der Flüsse oder Seen in deiner Nähe verbirgt? Schreib es in die Kommentare. Capac Ñan, das Streißenetz, das Rom übertraf. Die Inka konnten nicht schreiben, sie kannten das Rad nicht, sie hatten nie ein Pferd gesehen, und doch erbauten sie ein Straßennetz, das in seinem Ausmaß alles übertrifft, was das antike Rom je geschaffen hat. Der Capac Ñan, die große Inka-Straße, erstreckte sich über 40.000 Kilometer durch Gebirge, Dschungel und Wüsten. Zum Vergleich: Das gesamte römische Straßennetz umfasste auf dem Höhepunkt des Imperiums etwa 32.000 Kilometer. Die Römer verfügten dabei über Eisenwerkzeuge, den Einsatz von Millionen von Sklaven und Jahrhunderte ununterbrochenen Bauens. Die Inka schufen ihr Netz in etwa 100 Jahren, unter Bedingungen, die heute schlichtweg unmöglich erscheinen. Die Straßen durchqueren die Anden in Höhen von mehr als 5.000 Metern über dem Meeresspiegel, wo der Sauerstoffgehalt der Luft halb so hoch ist wie auf Meereshöhe. Nachts fällt die Temperatur um 30 Grad. Tagsüber brennt die Sonne so gnadenlos auf den Stein, dass man ihn mit bloßen Händen nicht anfassen kann. Im Amazonas-Dschungel pflasterten die Erbauer den Weg mit Baumstämmen. In der Atacama-Wüste markierten sie die Route mit Steinpfeilern. Der Sand verwehte jeden Pfad innerhalb von Stunden. Aber die Pfeiler stehen bis heute. Das Erstaunlichste war die Lösung für das Problem der Bergschluchten, Jahrhunderte vor der Erfindung von Stahlseilen. Die Inka flochten Hängebrücken aus Ichugras, und diese Brücken trugen das Gewicht ganzer Armeen. Als spanische Konquistadoren zum ersten Mal eine solche Brücke über einem 300 Meter tiefen Abgrund sahen, weigerten sie sich, sie zu überqueren. Die Einheimischen überquerten sie täglich, mit schwerer Last auf dem Rücken, ohne das Tempo zu verlangsamen. Die Hängebrücke von Quesvachaca in Peru wird bis heute jedes Jahr neu geflochten, von Generation zu Generation weitergegeben, lebendiges Wissen, das kein Buch ersetzen kann. Anstelle einer Schriftsprache verwendeten die Inka das Quipu,
Ein System von Knoten auf Schnüren, das ihnen als Buchhaltung, Post- und Straßenkarte diente. Über das Netz des Kapaknjan liefen Chasqui, Läufer, die Nachrichten wie in einem Staffellauf weitergaben, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 240 Kilometern pro Tag. Das ist schneller als die Pferdekutschen im mittelalterlichen Europa und wurde ohne ein einziges Pferd erreicht. Teile dieser Straßen funktionieren noch heute, 5 Jahrhunderte später. Moderne Asphaltstraßen in denselben Regionen zerfallen binnen weniger Jahre. Die UNESCO hat das Straßennetz der Inka als Weltkulturerbe anerkannt, als ein Objekt, das sich durch 6 Staaten erstreckt. Derinkuyu, die Stadt unter der Erde. Die Inka bauten über der Erde. In der Türkei gruben Menschen in die entgegengesetzte Richtung. Was sie unter der Erde schufen, erschreckt durch seinen Maßstab, noch heute. Im Jahr 1963 beschloss ein Bewohner des türkischen Kappadokiens, seinen Keller zu erweitern und riss dabei die hintere Wand ein. Dahinter befand sich ein dunkler Korridor, der sich nach unten erstreckte. Und dieser Korridor führte zu einer der größten Untergrundsiedlungen der Geschichte. Derinkuyu reicht 18 Stockwerke tief unter die Erde und war für 20.000 Bewohner ausgelegt, zusammen mit ihrem Vieh und ausreichenden Vorräten für eine monatelange Belagerung. Auf jeder Ebene gab es Wohnräume, Schulen, Kapellen, Ölpressen, Schafpferche und sogar eine Leichenhalle. 15.000 Belüftungsschächte versorgten alle Etagen bis in eine Tiefe von 85 Metern mit frischer Luft. Die Eingänge zu jedem Stockwerk ließen sich von innen mit Steinscheiben verschließen, die eine halbe Tonne wogen und von außen schlicht nicht zu bewegen waren. In der Mitte jeder Scheibe befand sich eine Öffnung, groß genug, damit Verteidiger Speere auf jeden hindurchstecken konnten, der versuchte einzudringen. Die Korridore wurden absichtlich niedrig und schmal gebaut, so dass Feinde sich einzeln und gebückt hindurchzwängen mussten und dabei jeden Kampfvorteil verloren. Die Erbauer nutzten eine einzigartige Eigenschaft des vulkanischen Tuffs, aus dem ganz Kappadokien besteht. Das Gestein ist unter der Erde weich und lässt sich leicht schneiden, härtet aber beim Kontakt mit Luft aus und wird so fest wie Beton. Je tiefer man baute, desto stabiler wurde das Gestein. Wenn Feinde sich näherten, verschwand die gesamte Bevölkerung unter die Erde, rollte die Steinscheiben vor die Eingänge und wartete. Die Eindringlinge liefen über der Oberfläche umher, ohne zu ahnen, dass unter ihren Füßen 20.000 Menschen weiterlebten, kochten, Öl pressten, Kinder unterrichteten, beteten. Die Existenz von Derinkuyu geriet für Jahrhunderte in Vergessenheit, bis ein gewöhnlicher Kellerbau den Eingang zur Unterwelt öffnete. Historiker gehen davon aus, dass die Stadt noch im 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung aktiv genutzt wurde, als frühe Christen Kappadokiens sich vor arabischen Überfällen versteckten. Die ersten Ebenen könnten jedoch weitaus früher gegraben worden sein, möglicherweise bereits von den Hethitern im 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Geologische Scans zeigen Hohlräume unter ganz Kappadokien. Niemand weiß, wie viele weitere Untergrundstädte noch unter bewohnten Häusern verborgen sind. Meroe, die Pyramiden, die niemand kennt. Wir reisen in den Sudan, zu einem Ort, der auf der Titelseite jedes Geschichtsbuches stehen sollte und in fast keinem vorkommt. In der nubischen Wüste stehen mehr als 200 Pyramiden. Das sind mehr, als es im gesamten Ägypten gibt. Die Pyramiden von Meroe sind schlanker in ihren Proportionen als ihre ägyptischen Geschwister und mit kleinen Tempelkapellen an ihrem Fuße gekrönt. Das kuschitische Königreich war kein Nachahmer Ägyptens, es war sein Eroberer. Im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung übernahmen kuschitische Herrscher das gesamte Niltal und regierten Ägypten als die 25. Pharaonendynastie. Diese Dynastie erbaute mehr Pyramiden als alle ihre ägyptischen Vorgänger zusammen. Nach dem Verlust der Macht kehrten die Kuschiten in den Süden zurück
und bauten noch 1000 Jahre weiter und schufen dabei eine einzigartige architektonische Tradition, die ihresgleichen sucht. Die Welt hätte Meroe viel früher kennenlernen können, wäre da nicht der italienische Abenteurer Giuseppe Ferlini gewesen. Im Jahr 1834 reiste er in den Sudan mit einem einzigen Ziel: Gold finden. Ferlini sprengte die Spitzen dutzender Pyramiden mit Dynamit. Buchstäblich köpfte er sie, um an den Inhalt der Grabkammern zu gelangen. Tatsächlich fand er in einer von ihnen goldene Schmuckstücke und schleppte die Schätze nach Europa. Hinter sich ließ er eine Landschaft, die noch heute wie eine Bombenzone aussieht. Die Schäden sind so gravierend, dass viele Pyramiden nicht mehr rekonstruiert werden können. Wir werden niemals erfahren, was sich in den Zerstörten befand. Das kuschitische Königreich trieb Handel mit Eisen, Gold und Elfenbein, mit Rom, Indien und sogar China. Aber es taucht in keinem Schulbuch auf, weil seine Geschichte nicht in das gewohnte eurozentrische Weltbild passte. Meroe erinnert uns daran. Die Geschichte, die wir kennen, ist nicht das, was wirklich geschehen ist, sondern das, was überlebt hat und was jemand entschieden hat zu bewahren. Wie viele Entdeckungen, glaubst du, sind unter dem Dynamit von Schatzsuchern für immer verloren gegangen? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Malta, die älteste Kathedrale der Menschheit. Die letzte Station unserer Reise liegt auf einer kleinen Insel mitten im Mittelmeer. Was dort steht, ist älter als alles, worüber wir heute gesprochen haben. Auf Malta und Gozo befinden sich megalithische Tempel, die ältesten freistehenden Steinbauten auf dem gesamten Planeten. Der Tempelkomplex von Gantija auf der Insel Gozo datiert auf etwa 3600 vor unserer Zeitrechnung. Das ist 1000 Jahre älter als die Pyramiden von Gizeh und 1,5 Jahrtausende älter als Stonehenge. Die Steinblöcke der Mauern wiegen bis zu 50 Tonnen und sie wurden von Menschen ohne Metall und ohne das Rad errichtet. Nach einer Theorie rollten die Erbauer die Blöcke auf steinernen Kugeln und tatsächlich haben Archäologen solche Kugeln in der Nähe der Tempel gefunden. Im Inneren entdeckte man Altäre mit Opferresten, Statuetten rundlicher Frauenfiguren und spiralförmige Ornamente von atemberaubender Präzision. Der unterirdische Komplex der Hypogeum von Hal Saflieni, in 3 Ebenen direkt in den Fels gehauen, wurde zufällig beim Bau eines Wohnhauses entdeckt. Im Inneren fanden sich die Überreste von etwa 7000 Menschen. Die Akustik des Hauptsaals ist so gestaltet, dass eine tiefe männliche Stimme in den Steinwänden resoniert und im gesamten Körper des Sprechers eine spürbare Vibration erzeugt, als ob der Stein selbst antwortet. Insgesamt wurden auf Malta und Gozo mehr als 30 Tempel gefunden, erbaut in einem Zeitraum von etwa 1000 Jahren. Die Erbauer hinterließen weder Texte noch Nachkommen, die irgendetwas erklären könnten. Um das Jahr 2500 vor unserer Zeitrechnung hörte das Bauen auf und die Zivilisation der Insel verschwand. Keine Spuren eines Krieges, keine Anzeichen einer Epidemie, keine Massengräber, die dieses plötzliche Ende erklären würden. Eine der Hypothesen führt das Verschwinden auf eine ökologische Katastrophe zurück. Die Erbauer rodeten alle Wälder für Brennstoff und Baumaterial, der Boden erschöpfte sich und es gab nichts mehr, womit man die Bevölkerung hätte ernähren können. Eine andere Version klingt noch beunruhigender. Die Tempelkultur wurde zum Opfer ihres eigenen Erfolgs. Als das Errichten heiliger Mauern wichtiger wurde als das Anbauen von Getreide, hörte die Gesellschaft schlicht auf zu existieren. Neue Siedler, die auf die Insel kamen, fanden nur die steinernen Skelette der Tempel und Stille. Nicht einen einzigen lebenden Menschen, der hätte erklären können, wer das alles gebaut hatte und wohin er gegangen war. Malta zeigt, dass man Großartiges erschaffen kann und keine Anleitung für die hinterlassen, die nach einem kommen.
was Steine über uns sagen. 7 Orte auf der Karte, getrennt durch Tausende von Kilometern und Jahrtausende, stellen uns dieselbe Frage. Warum wissen wir so wenig über diejenigen, die vor uns auf diesem Planeten lebten? Nan Madol beweist, dass man eine Megapolis mitten im Ozean errichten kann, ohne eine einzige Maschine, ohne Rad, ohne Schrift. Great Zimbabwe erinnert uns daran, dass Vorurteile die Wahrheit zuverlässiger verbergen als jedes Erdbeben. Herakleion und Baiae zeigen, dass Mythen manchmal präziser sind als Lehrbücher. Das Straßennetz der Inka übertrifft die Leistungen Roms, obwohl die Inka weder das Rad noch die Schriftsprache kannten. Der Rinkuyu beweist, dass die Angst einen ingenieurtechnischen Meisterleistung erschaffen kann, die Jahrhunderte überdauert. Meroe warnt uns, dass der Dynamit eines einzigen Goldsuchers mehr Geschichte auslöscht als 1000 Jahre Vergessenheit. Und Malta sagt, selbst eine große Zivilisation verschwindet spurlos, wenn sie vergisst, dass Steine kein Brot ersetzen. Wir messen den Fortschritt heute an der Anzahl unserer Bildschirme und der Geschwindigkeit unseres Internets. Die Menschen, die diese Orte erbauten, maßen ihn anders, daran, was noch stehen würde, wenn sie selbst längst nicht mehr da wären. Wir wissen, wie man ein Signal zum Mars sendet. Aber wir können nicht erklären, wie Inselbewohner hunderttausende Tonnen Stein durch den Dschungel transportierten. Vielleicht liegt das nicht an verlorenen Technologien. Vielleicht liegt es an verlorener Geduld, an der Fähigkeit, für ein Ziel zu arbeiten, das der Erbauer selbst niemals vollendet sehen wird. Die Steine stehen noch. Wir stellen nur die Fragen.